Schon im Jahre 1958 erweckten erste Anzeichen von Automation den Anschein, als würde durch den technischen Fortschritt endlich verwirklicht, wovon alle Generationen geträumt hatten: ein Leben, das von den Zumutungen harter Arbeit befreit würde. Doch die Erfüllung dieses Traums traf auf eine Konstellation, in der sich der erhoffte Segen als Fluch auswirkte. Denn was bevorstand, war die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgeht. Leider noch heute die einzige Tätigkeit, auf die sie sich versteht. Was könnte verhängnisvoller sein? Das bedingungslose Grundeinkommen. Als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft. Willkommen in der Arbeitsgesellschaft. So lautet nämlich ein soziologischer Begriff, mit dem sich die Gesellschaft beschreiben lässt, in der wir heute leben. Hier ist der Besitz eines Arbeitsplatzes maßgeblich für ein erfolgreiches Leben und Wohlstand. Der Arbeitsplatz garantiert ein Einkommen und somit das zum Leben Notwendige. Darüber hinaus gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe. Das scheint erstmal ganz wunderbar zu funktionieren. Längst ist alles in ausreichendem Maße vorhanden, es herrscht inzwischen eine nie dagewesene Überversorgung an Gütern, Nahrungsmitteln, Energie- und Konsumprodukten. Man könnte wohl von Überfluss reden. Bliebe da nicht die einzige Sorge, die um einen Arbeitsplatz. Bald schon dreht sich alles darum, einen abzubekommen, denn sonst kann es ganz schnell ungemütlich werden in der Arbeitsgesellschaft. Mittlerweile lässt sich für immer mehr Menschen, trotz Fähigkeit und Bereitschaft, kein solcher Platz an der Sonne finden. Das Phänomen strukturelle Arbeitslosigkeit ist mindestens seit Ende der 70er Jahre nicht mehr zu leugnen. Kommt das jetzt überraschend? Oder hätte man es weitaus früher ahnen können? Schauen wir uns die Arbeitslosenquote der letzten 50 Jahre an. 1960 schien noch alles seine Richtigkeit zu haben. Doch seitdem stellen wir ein ziemlich konsequentes Ansteigen der Arbeitslosenzahl fest. Es offenbart sich eine Entwicklung, die periodisch von Krisen durchzogen ist und deren Erholungsphasen niemals den generellen Trend umzukehren vermochten. Wenn sich die offizielle Zahl der Arbeitslosen heute wieder zu erholen scheint, liegt das zu einem großen Teil vor allem an geschickten Verschleierungsmethoden. Tatsächlich ist der Anstieg weitergegangen, nur hat man beschlossen, ihn zu leugnen. Ein bunter Maßnahmenkatalog rechnet heute Arbeitslose aus der Statistik, als könnte man sie damit aus der Welt schaffen. In Anbetracht des langfristigen Anstiegs der Arbeitslosigkeit in allen westlichen Gesellschaften wirkt die Verleugnung des Problems unsinnig und schädlich. Diese Leugnung ist charakteristisch für das Festklammern an einer Leistungsethik, die angesichts struktureller Massenarbeitslosigkeit hinfällig ist. Der Glaube an Vollbeschäftigung als Normalmodell ist zur Illusion verkommen. Der Staat verwendet einen beträchtlichen Teil des erwirtschafteten Wohlstands darauf, um jeden Preis, wie auch immer geartete Arbeit zu schaffen. Subventionierung der Zeitarbeit und des Niedriglohnsektors verdrängen sichere Arbeitsverhältnisse und sozialversicherungspflichtige Jobs. Das drückt erst die Löhne und zwingt dann zum aktiven Abbau sozialer Sicherungssysteme, um die Menschen zur Annahme dieser prekären Arbeit zu nötigen. Das ist schizophren. Die kurzsichtige Arbeitsbeschaffungshysterie entledigt die mangelware Arbeit ihrer Funktion als Einkommensbildung. Damit verliert sie den Zweck, um deren Willen sie erhaltenswert wäre. Der Staat muss wiederum draufzahlen, um das Nötigste zu gewährleisten. So untergräbt man das solidarische Fundament unserer Gesellschaft sowie deren Stabilität in der nächstbesten Krise. Dabei müsste man, zum besseren Verständnis der Misere, nur den Betrachtungsrahmen der gesellschaftlichen Entwicklung ausdehnen. Man würde feststellen, dass sie eigentlich das Ergebnis einer Erfolgsgeschichte ist. Schauen wir uns das historische Absinken des Pro-Kopf-Arbeitsvolumens in Deutschland an. Das Arbeitsvolumen ist seit 1882 bis heute um die Hälfte geschrumpft, im Schnitt um 7 Stunden pro Jahr. Ausschlaggebend dafür ist eine Intensivierung und eine Konzentration von Arbeitsprozessen. Die technische Entwicklung und zunehmende Automation begründen diesen geschichtlich konstanten Trend zur Verringerung des Arbeitsvolumens. Dem stehen gleichzeitig ungeahnte Steigerung von Produktivität und Gewinnen gegenüber. Man könnte also sagen, der Fortschritt befreit unsere Gesellschaft nachhaltig von Zumutungen der Arbeit. Ein Problem wird daraus nur, wenn wir weiterhin darauf beharren, dass der Arbeitsmarkt die Integration aller Menschen in die Gesellschaft leisten soll. Schauen wir genauer hin. Heute bekommen 3 von 10 Menschen ihr Einkommen von Angehörigen.
Das sind vor allem Kinder und Jugendliche. Weitere 2 leben von Rente und Pension und weniger als einer von 10 lebt von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Demgegenüber stehen kaum mehr als 4, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, aber unwesentlich mehr als 2 im klassischen, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Auf den gesamten Staat übertragen, den wir alle als Gemeinwesen ausmachen, erhält so gesehen eine Mehrheit ihr Einkommen aus Transferleistungen, direkt von Angehörigen oder als staatliche Leistungen wie Kindergeld, Ausbildungsförderung, BAföG, Arbeitslosengeld, Hartz IV, Invalidenrente, Wohngeld, Elterngeld, Rente, Mutterschutz, Pension. In Bezug auf diesen umfangreichen staatlichen Leistungskatalog wäre ein Grundeinkommen erstmal eine bloße Lichtung dieses Leistungsdschungels. Es wäre eine grundsätzliche und lebenslange Zahlung an jeden Bürger zur Sicherung seiner existenziellen Bedürfnisse. Natürlich wäre dieses Modell einer Einkommensgarantie, die nicht an Arbeit gebunden ist, eine fundamentale Veränderung. Als Lösungsvorschlag für unsere Gesellschaftskrise müsste es einer genauen Untersuchung standhalten. Für den Einstieg genügt es jedoch, einen Blick auf die Möglichkeiten zu werfen. Denn ohne Zweifel würde ein bedingungsloses Grundeinkommen die Gesellschaft auf ein neues qualitatives Niveau heben. Diese Gemeinschaft könnte sich dann auf ihre zentralen Herausforderungen konzentrieren. Sie würde sich nicht mehr größtenteils mit dem mühsamen Erwerb des Lebensnotwendigen aufhalten. Vornehmlich würde dies Chancen und Gleichheit stärken und Engagement im sozialen und kulturellen Sektor, aber auch in der Wissenschaft ermöglichen. Jeder könnte seine Löhne und Arbeitsbedingungen mit dem Grundeinkommen selbstbewusst und auf gleicher Augenhöhe aushandeln. So würde der erwirtschaftete Wohlstand auch wieder bei allen ankommen. Es wären Leistungsanreize gegeben, denn auch diejenigen, die arbeiteten, bekämen ihr Grundeinkommen und würden dazu verdienen. Diejenigen, die nicht arbeiteten, wären in der Lage, sich fortzubilden und mit dem Grundeinkommen etwas zu starten. Es würden ihnen Tätigkeiten möglich, die für ein funktionierendes Gemeinwesen unersetzlich sind, aber heute unter der Messlatte der Wirtschaftlichkeit liegen bleiben. Eigeninitiative, Selbstverwirklichung und Kreativität würden provoziert, während sie in der heutigen Gesellschaft geradezu abgewürgt werden. Ein kaum vorstellbares Potenzial würde freigesetzt, wenn sich die Menschen mit ihrem Gemeinwesen identifizieren könnten, statt sich genötigt, gegängelt und ausgeschlossen zu fühlen. Skepsis am vielversprechenden Grundeinkommen entflammt meist sofort an der Frage, wie man es finanzieren solle. Darauf liefert genau dessen Bedingungslosigkeit gute Antworten. Unsummen fließen in überbordende Ämterbürokratie zur Regelung der Leistungsansprüche. Diese ließen sich einsparen. Die vielen beim Staat beschäftigten Menschen würden ihn mit Grundeinkommen nicht mehr kosten und könnten sich dann sinnvollen Aufgaben widmen. Genau wie all jene, deren Arbeit subventioniert wird, obwohl sie weder wirtschaftlich noch ökologisch vertretbar ist. Dabei ist die Grundeinkommensidee kaum fantastischer als die Annahme, dass es wie bisher weitergehen könnte. Ein Blick auf die Alterung unserer Gesellschaft entlarvt, dass die Zahl der Leistungsempfänger auf lange Sicht alles übersteigen könnte, was sich aus der Besteuerung von Arbeit finanzieren ließe. Die niedrige Geburtenrate weist deutlich auf den elementaren Platzmangel für das Menschliche in unserer arbeitswütigen Gesellschaft hin. Alles, was mit der Menschwerdung zu tun hat, lässt sich nicht rationalisieren und gerät nicht zufällig unter die Räder der Leistungsethik. Das Grundeinkommen würde jedem Mitmenschen für sich und seine Kinder den nötigen Freiraum schaffen. Der nötige Reichtum dafür wird natürlich in dieser Gesellschaft erwirtschaftet. Das reichste Zehntel der Gesellschaft besaß 2002 über 57% des deutschen Gesamtvermögens. Bei den übrigen 90% sieht es dann aber ganz schnell mager aus. Die ärmsten 20 haben nur noch Schulden. Allein in 5 Jahren, bis 2007 also, sind nicht nur die Ärmsten ärmer geworden. Große Teile der Gesellschaft haben Vermögen verloren. Und nur an der Einkommensspitze haben die Menschen noch mehr als früher. Dies spiegelt die nüchterne Erkenntnis wider, wie Arbeit als Einkommensfaktor rapide an Bedeutung verliert. Was hingegen zählt, sind Kapital und das Wissen um seine effiziente und produktive Investition. Das verdeutlicht wiederum, wo bei anhaltender Tendenz die altbekannte Schere ansetzt und das gesellschaftliche Band zu zerschneiden droht. Nur langsam setzt sich die Erkenntnis durch,
dass das unter den heutigen Bedingungen nötige Wirtschaftswachstum nicht zu machen ist, bei dem für alle genug abfallen würde. Damit unsere Arbeitsgesellschaft in Europa heute scheinbar gut dasteht, mussten die realen Löhne und Gehälter seit dem Jahr 2000 um über 4,5% fallen. Es gibt allen Grund, nach neuen und höherwertigen Organisationsformen für unsere Gesellschaft Ausschau zu halten. Das Grundeinkommen ist eine solche. Auch wenn das Modell weit davon entfernt ist, sich gegen die tief sitzenden Vorbehalte verständlich zu machen. Darüber nachzudenken und es zu diskutieren, ruft in Erinnerung, wohin sich die Gesellschaft im Sinne ihrer Menschen entwickeln sollte.